Ein Ass, die höchste Karte im Spiel. Von Zehntausenden Kampf- und Jagdfliegerpiloten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, schossen nur einige wenige deutsche Jagdflieger 100 oder mehr feindliche Flugzeuge ab. Nur sie verdienten sich den Titel eines Asses. Bei den Briten und Amerikanern hingegen wurde bereits ein Jagdflieger mit nur 5 Abschüssen als Ass bezeichnet. Die Wertvorstellungen klafften somit weit auseinander. Würde man nach der 5-Abschüsse-Marke den Begriff Ass auch auf die deutschen Flieger übertragen, gäbe es Tausende von deutschen Jagdfliegerassen, eine wahre Inflation des Privilegs, ein Ass genannt zu werden. Ein Jagdpilot kämpft alleine. Er ist ein Einzelkämpfer. Er muss den Willen zum Angriff haben. Er muss geradezu danach hungern, Flugzeuge herunterzuholen. Es ist wie ein Duell. Nun ein Duell, das endet wie jedes Duell. Mit dem Tod für den einen und mit dem Sieg für den anderen. Der Zweite Weltkrieg. Die Armeen der Achsenmächte standen den Kräften der Alliierten in einem erbitterten Ringen gegenüber. Im Pazifik tobte der Seekrieg zwischen Japan und den USA. In Europa kämpften die deutschen Armeen im Norden, Süden, Osten und Westen gegen den sowjetischen oder britischen Gegner. Der Luftkrieg gewann an allen Kriegsschauplätzen entscheidend an Bedeutung. Wer die Luftherrschaft innehatte, konnte den Verlauf der Kämpfe zu seinen Gunsten beeinflussen. Adolf Galland, deutsche Luftwaffe. 104 Abschüsse. Er konnte zunächst aufgrund einer Augenverletzung, die er sich beim Basistraining zuzog, nicht fliegen. Galland lernte die Seetestkarte auswendig, um sich für die neu zusammengestellte Luftwaffe zu qualifizieren. Er wurde zum Vorbild aller Kampfpiloten. Kein Jagdpilot in der Welt hatte so viele Gegner wie der Deutsche. Der deutsche Flieger hatte seine Mission weiterzuführen, solange er körperlich dazu in der Lage war. So lang, bis er verwundet oder getötet wurde. 1000 Feindflüge waren für die deutschen Kampf- und Jagdfliegerpiloten durchaus üblich. Amerikanische und britische Piloten hingegen flogen maximal ein Zehntel hiervon. Die deutsche Luftwaffe ging, nur mangelhaft ausgerüstet, in den für sie völlig überraschend beginnenden Zweiten Weltkrieg. Das große persönliche Geschick, die disziplinierte Ausbildung und die Bereitschaft, seinen Mann in der Stunde der Bewährung zu stehen, gaben den Ausschlag. Angelockt durch die Faszination des Luftkampfs im Ersten Weltkrieg meldeten sich die jungen Engländer, gierig nach Abenteuer, in Massen als Freiwillige bei der Royal Air Force. Sehr bald würde sich ihr Land auf sie berufen. Die seit 1939 mit höchster Priorität vorangetriebene gigantische Aufrüstung der Sowjets hatte eine zahlenmäßig starke Armee hervorgebracht. Die Qualität ihrer Kriegsmaschinerie und die Qualifikation der meist zum Dienst gepressten Soldaten war jedoch mehr als mangelhaft. Angetrieben von fanatischem Pflichtbewusstsein, wie es im alten Gesetzbuch von Bushido beschrieben wird, wenden die jungen japanischen Piloten das Gesetz der Samurais am Himmel an. Überrascht vom japanischen Angriff auf Pearl Harbor warfen sich die jungen Amerikaner in naivem Idealismus in ihre Uniform und stürzten sich in den Kampf. Überleben war eine Kunst. Der Instinkt übernahm die Führung, wenn es um Leben oder Tod ging. Es gab diejenigen, die kämpften, und die, die nur überleben wollten. Kameradschaft, Opfermut und Treue zu seinen Idealen gaben den Ausschlag, wenn es darauf ankam, Höchstleistungen zu vollbringen. Ein Luftkampf ist nur kurz. Eine Minute oder manchmal noch weniger entscheidet über Leben oder Tod. Die Schwächen des Feindes herauszufinden
Sonne und Wolken für sich zu nutzen, um den Überraschungseffekt auf seiner Seite zu haben, das waren die Taktiken der Fliegerasse. Ruhm und Ansehen wuchsen mit der Zahl der Abschüsse. Die Namen der Fliegerasse wurden zu vertrauten Begriffen. Es waren Männer, die man bewunderte, feierte, nachahmte. Jagdpiloten hatten es oft besser als das gemeine Fußvolk, die Infanterie. Die Lanzer mussten entweder im Morast leben oder unter der heißen Sonne Afrikas schwitzen oder sich mit Erfrierungen im russischen Winter herumschlagen. Die Flieger hingegen waren mehr oder weniger komfortabel auf ihren Feldflugplätzen untergebracht, hatten genug zu essen und im Winter meist ein warmes Zimmer. Für die Jagdpiloten waren andere Kriterien maßgebend, wie zum Beispiel ein defekter Kompass oder Motor. Dies konnte gegebenenfalls den sicheren Tod bedeuten. Kennt der Jagdflieger keine Angst? Ja, ich würde sagen, dass er Angst kennt. Es ist eine schreckliche Angst. Und jeder Angriff auf eine Viererstaffel beschwört ein überwältigendes Angstgefühl herauf. Denn ohne nicht die Angst zu kennen, kann man nicht tapfer sein. Der Tod flog bei jedem Einsatz als Begleiter mit. Piloten starben in zerquetschten Cockpits, die nach Treibstoff und Munition rochen. Sie starben während des Kampfes und sie starben bei Unfällen und sie starben allein. Heulende Motoren, MG-Feuer, brennende Flugzeuge, gefallene Kameraden. Jeder Jagdflieger, gleich auf welcher Seite er gekämpft haben mag, wird diese Bilder niemals vergessen können. Messerschmitt Jäger im Bau. Hier entstehen die schnellsten Maschinen der Welt. Sorgfältig wird jedes einzelne Teil bearbeitet. Tragflächenkonstruktion. Arbeit am Motor. In großen Serien wird die Fertigmontage durchgeführt. Tag für Tag rollen neue Maschinen aus den Hallen, um nach ihrer Erprobung den Jagdgeschwadern eingereiht zu werden und die deutschen Grenzen zur Luft zu sichern. Vor 5 Jahren hielt der Führer den Zeitpunkt für gekommen, der Bedrohung Deutschlands zur Luft, die von England und Frankreich systematisch an allen Grenzen betrieben wurde, die Gründung einer neuen deutschen Luftwaffe entgegenzusetzen. Unter Führung von Generalfeldmarschall Göring begann eine zielbewusste, fanatische Arbeit. In kürzester Zeit schon standen die ersten Staffeln startfertig auf den Flugplätzen. Die sieggewohnten Flieger des Weltkrieges fanden sich mit der flugbegeisterten Jugend Deutschlands in einer Front zusammen, um die beste Luftwaffe der Welt zu schaffen, die jetzt ihre Feuerprobe in einzigartiger Weise abgelegt hat. Kampfbereit steht heute unsere Luftwaffe an den deutschen Grenzen und Küsten. Horchgeräte und Scheinwerfer, Nachrichtenabteilungen und Flakbatterien werden für die Sicherheit des deutschen Landes eingesetzt.
stets offen und klar. Klingt die Musik der Motoren, fühlen wir uns unverloren und furchtlos in jeder Gefahr. Über der Erde zu schwunden, hoch in sonnigem Schein. Die deutschen Flieger sind bereit, den Feind zu treffen und zu schlagen, wo und wann der Führer es befiehlt. Leben vergehen und verrichten, aber der Glaube zu finden, ist stärker als Tod und Verlust. Über der Erde zu thronen, hoch im goldigen Schein, in unerschlossenen Zonen, neue Menschen sein. Aus der Die siegreiche Offensive der italienischen Truppen in Britisch-Somali wurde durch Großangriffe der italienischen Luftwaffe eröffnet. Seeflugzeuge starten, um Einheiten der englischen Flotte vor der Somaliküste anzugreifen. Flakfeuer, aber unbeirrt führen die Piloten ihre Aufgabe durch. Bombe auf Bombe prasselt auf den Feind nieder. Zur gleichen Stunde waren englische Truppenlager und Flakstellungen im Inneren des Landes das Ziel italienischer Bombengeschwader. Unter der Einwirkung dieser Offensive haben die Engländer, wie das amtliche Reuterbüro meldete, Britisch-Somaliland mit großem Erfolg geräumt. In der Werkstatt eines Feldflughafens. Ein Jagdgeschwader liegt hier, das den besonderen Auftrag hat, die Kanalküste gegen jeden feindlichen Einflug zu sichern. Nach der Überprüfung werden die Maschinen sofort wieder startklar gemacht. Minuten, ja Sekunden sind oft für den erfolgreichen Einsatz entscheidend. Englische Flieger sind gemeldet. Schon starten die ersten Staffeln zum Gegenangriff. Der Feind muss noch über dem Kanal gepackt werden.
Zerstörerflugzeuge vom Typ Messerschmitt 110. Folge geht es dem Feind entgegen. Über den Kanal. Achtung, vor uns ein Engländer. Im Sturzflug will er dem deutschen Feuerhagel entgehen. Ein neuer Anflug. Diesmal sind es 2 Engländer. Getroffen. Das englische Flugzeug stürzt brennend in die Tiefe. Auch unsere Flak hat von der norwegischen Küste bis hinab nach Südfrankreich einen dichten Verteidigungsgürtel gezogen. Sperrfeuer einer schweren Flakbatterie. Eine einzelne englische Maschine ist durchgebrochen und wird nun von leichter Flak unter Feuer genommen. Die Leuchtspurmunition zeigt deutlich ihren Weg. Durch Kurven und Sturzflug versucht der Engländer, dem Feuer zu entgehen. Vergeblich. Der Reichsmarschall weilt mit seinem Stabe bei den Kampf- und Jagdgeschwadern in Nordfrankreich. Besichtigung in einem Feldflughafen. Verdiente Soldaten der Luftwaffe werden mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Von seinem Gefechtsstand an der Kanalküste aus leitet der Reichsmarschall die Vergeltungsflüge gegen England. Wieder starten Maschinen zum Feindflug. Jäger
USA sichern die Kampfflugzeuge gegen Angriffe englischer Jagdmaschinen. Elliot White Spring, einer von nur 3 amerikanischen Assen im Ersten Weltkrieg. Er verfasste die Schilderung eines Luftkampfes, die zum Klassiker wurde. Der Himmel war die Tribüne, die Zuschauer die Götter. Der Einsatz war die Welt, das Pfand war der Platz des Spielers am Tisch und es gab keine Möglichkeit, aus diesem Spiel auszusteigen. Es war die gefährlichste aller Sportarten und zugleich die faszinierendste. Blut floss wie Wein. Das ließ Männer in 40 Tagen 40 Jahre altern. Es ruinierte das Nervenkostüm in einer Stunde. Es war ein schnelles Spiel. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Piloten an der Front betrug 48 Stunden. Vielen kam es vor wie ein ganzes Leben.